Es gibt sehr viele Animationsstudios in Japan, wie zum Beispiel Production IG oder Ghibli. Man kennt die Namen von ihnen und auch den einen oder anderen Anime, den sie produziert haben, aber meistens beschränkt sich dieses Wissen auf den man sowieso gerade schaut. Totoro? Zurzeit schaue ich Diamond no Ace und habe festgestellt, dass dieser Anime ebenfalls von Madhouse ist. Daraufhin dachte ich mir, hey, den Namen hast du doch schon mal gehört, was haben die denn noch so zu bieten? Nach einer kurzen Recherche auf MyAnimeList wurde mir klar, dass so ein Animationsstudio hinter sehr vielen anderen Anime steckt, die man ebenfalls schon mal gesehen hat. Da wäre zum Beispiel von meiner Seite aus einer meiner allerersten Anime, die ich je gesehen habe, Captain Tsubasa. Ja, wir spielen gegen die Shutetsu-Schule und knobeln aus, wer auf dem großen Platz trainieren darf. Ist das eine Wette? Ja, genau. Sie kämpfen um ihren Trainingsplatz. Klingt interessant. Deswegen habe ich mich über das Animationsstudio Madhouse informiert, um euch ein paar Anime vorzustellen und meine Meinung zu der Entwicklung des Studios zu geben. Ich hoffe, damit euer Interesse geweckt zu haben und let's go! Heute geht es um das 1972 entstandene Studio Madhouse, gegründet von ehemaligen Mitarbeitern des Studios Mushi Production, darunter Masao Murayama, Osamu Dezaki, Shigeyuki Hayashi, auch Rintaro genannt, und Yoshiaki Kawajiri. Von den eben genannten Namen abgeleitet entsteht das Wort Madhouse, daher auch der Name für das Studio. Das MA von Maruyama, das D von Dezaki und das Ho von Hayashi. Wobei Yoshiaki Kawajiri nicht im Studionamen enthalten ist, obwohl er der einzige ist, der bis heute dem Studio verblieb. Denn nachdem Dezaki 2011 verstarb und Maruyama und Hayashi daraufhin beide das Studio verließen, blieb nur noch ein Gründungsmitglied übrig, der unbekannte Kawajiri. Welche Auswirkungen dies hatte, erzähle ich euch aber später. Seit nun mehr als 44 Jahren fasziniert dieses Studio mit mehr als 152 Anime-Adaptionen, darunter 40 Filme und 112 Serien, OVAs nicht mit einberechnet. Eines der bekanntesten hier gerade im Bild. Das Studio mit Sitz in Nakano in Tokio setzte seine ersten Fußstapfen mit der Anime-Serie Eiso Nerae, übersetzt Vorwärtsstreben, welche in Zusammenarbeit mit Tokyo Movie Shincha entstanden ist. 6 Jahre danach gab es dann auch den dementsprechenden Film dazu, wodurch das Studio richtig ins Rollen kam und jedes Jahr mindestens einen Film produzierte. Als man jedoch merkte, dass zu der damaligen Zeit von 1980 bis 1990 Filme zu kostspielig waren, als dass sie Einnahmen brachten, produzierte man ein paar Jahre lang mehr OVAs als Filme, was aber nie zum Schwerpunkt der Firma wurde. Denn zur Jahrhundertwende hin und auch danach standen TV-Animationsserien im Vordergrund und wurden zusammen mit Filmen hauptsächlich produziert. Neben vielen Klassikern wie Paprika und Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, produzierte dieses Studio auch heute noch viele Hochkaräter wie Hunter x Hunter oder Death Parade und war sogar an vielen Ghibli-Projekten beteiligt, wie zum Beispiel Mein Nachbar Totoro und Chihiros Reise ins Zauberland. Man merkt also, dass das Studio Madhouse viele Projekte mit anderen Studios produziert hat. And the Oscar goes to... Seal that up. Set Anime. Unter den 152 Anime-Adaptionen gab es selbstverständlich auch viele, die mit Preisen beglückt wurden. 33 Stück in der Zahl wurden jeweils mit mindestens einem Preis ausgezeichnet, die man auf der Homepage von Madhouse betrachten und nachlesen kann. Deswegen jetzt etwas kürzer gehalten. Der neueste Preisträger von Studio Madhouse ist One Punch Man aus dem Jahre 2016, der nahezu allen Anime-Fans ein Begriff ist und den Best Award for TV Program at PopX Japan Awards 2016 gewann. Kennen Sie das sehr berühmte Studio Madhouse? No. Echt? No, not at all. Aber One Punch Man müssen Sie doch kennen. Ja.
Die erfolgreichste Anime-Adaption und gleichzeitig auch ein Film ist jedoch Das Mädchen, das durch die Zeit sprang aus dem Jahre 2006, welcher mit insgesamt 26 Preisen ausgezeichnet wurde. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch den unbedingt anschauen. Meine Freundin hat ihn mir vor einem halben Jahr gezeigt und obwohl ich anfangs sehr skeptisch war, hat er mich gepackt und ich habe ihn sehr genossen. The Gertie Awards for Best Animated Features Film at the 30th Jazz International Fantastic Film Festival of Catalonia. Best Picture Award in the Motion Picture of the 11th Animation Kobe. Ranked 10th in the Japanese film at the 28th Yokohama Film Festival. Best Award at the 31st Matsu Film Award. Third place in excellent work at the 49th Asahi Shinbu Best 10 Film Festival. Animation Award at the first Indication Award PA. Best Award in Prime Minister Award at the 12th AMD Award. Mamoru Hosoda received Best Director Award at the 12th AMD Award. Best Animation Film Award at the 61st Mainichi Film Awards. Best Award at the 21st Digital Content Grand Prix. Mit einem Anime unter den Top 10 und insgesamt 8 Anime unter den Top 50 auf MyAnimeList brachte dieses Studio bisher viele erfolgreiche und tolle Anime heraus. Das liegt wahrscheinlich an der sehr guten Qualität, für die das Studio bekannt ist. Bestes Beispiel dafür ist der von den 70 Mitarbeitern produzierte Film Redline, an dem 7 Jahre lang gearbeitet wurde und der aus 100.000 handgezeichneten Bildern besteht. Wenn man bedenkt, dass 30 Minuten Episodenlänge 15.000 Bilder benötigen und der Film Redline 104 Minuten lang geht und 100.000 handgezeichnete Bilder innehat, wird einem erst richtig die Qualität klar. Kommen wir aber nun zu ein paar Rankings, damit ihr ein paar Hochkaräter kennenlernt. Die Top 5 der am bestbewertesten Anime-Serien aus dem Hause Madhouse sind Platz 1, Hunter x Hunter mit 9,12 Punkten aus dem Jahr 2011. Platz 2, Hajime no Ippo mit 8,81 Punkten, erschienen im Jahr 2000. Platz 3, One Punch Man mit 8,76 Punkten aus dem Jahre 2016. Platz Nummer 4, Monster mit 8,69 Punkten, erschienen im Jahr 2004. Platz 5, Death Note mit 8,68 Punkten aus dem Jahre 2006. Die Top 5 der bestbewertetsten Anime-Filme sind Into the world as the snow fell outside. The following spring, my little brother was born. Platz Nummer 1, Okami Kodomo no Amet o Yuki mit 8,80 Punkten, erschienen im Jahr 2012. Would you be people or wolves? I want you to have that choice. Reversed. So it was you that went back in time. Toki, wo das Mädchen, das durch die Zeit sprang, mit 8,39 Punkten aus dem Jahre 2006. Auf Platz Nummer 3, Redline mit 8,33 Punkten, erschienen im Jahr 2009. Perfect Blue, Satoshi Kon. Comes the story of a legendary actress. Platz 4, Zennen Joju mit 8,33 Punkten aus dem Jahre 2002. Unlock a lifelong secret.
Year's Eve in Tokyo, Japan. Und Platz Nummer 5. Tokyo Godfathers mit 8,32 Punkten, erschienen im Jahr 2003. Join together to reunite mother and child. Die populärsten Anime sind Platz 1, Death Note mit 1,24 Millionen Zuschauern. Platz Nummer 2 der populärsten Anime geht an No Game No Life mit 793.000 Membern. Platz 3, One Punch Man mit 792.000 Zuschauern. Platz Nummer 4 geht an High School of the Dead mit 642.000 Members und im Erscheinungsjahr 2010. Platz 5, Hunter x Hunter mit 575.000 Zuschauern. Nimmt man alle Film- und Serienbewertungen zusammen, ergibt sich eine Durchschnittsbewertung von 7,46 bei 204 registrierten Serien, Filmen und Teilproduktionen auf MyAnimeList, was man durchaus als gut bezeichnen kann. Ob das nötig war? Ich glaube nicht, aber es hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen und man weiß ja nie, wann man das mal gebrauchen kann. Falls ihr euch fragt, was Christians und meine Top 5 aus dem Studio Madhouse sind, müsst ihr euch gedulden, bis das in 10 Tagen erscheinende Video rauskommt. Ist Madhouse in der Krise? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich mich über das Studio informiert und 1-2 Videos gesehen habe. Madhouse ist ein bekanntes Studio, welches jedoch immer wieder Animatoren aus anderen Studios ausleiht, um verschiedene Looks zu kreieren und den Künstlern mehr Freiheiten zu geben. Das kann man zum einen als etwas Positives sehen, da viele junge Animatoren unterstützt werden und ihre Vorstellung durchsetzen können, aber zum anderen haben sie aktiv keine Eigenproduktion mehr geschaffen, seitdem Maruyama ging. Denn da Dezaki tot ist, Hayashi schon immer selbstständig war und Maruyama so gut wie alle Beziehungen geknüpft und seine eigene Firma MAPPA gegründet hat, Maruyama Animation Produce Project Association, fehlen die Eigenproduktionen völlig. Gerade weil wegen des Abgangs von Maruyama viele hochbesetzte Ämter zu anderen Studios gewechselt haben und Anime wie zum Beispiel Attack on Titan produziert haben. Dadurch gibt es seit 2010/2011 keine Eigenproduktion mehr und es entstehen Lücken und Fragen in der Community, wo zum Beispiel High School of the Dead 2 bleibt. Dies zog einen schlechteren Verkauf der Marke Madhouse nach sich. Zwar bringen sie immer noch viele Anime raus, wie beispielsweise die farbenfrohe Welt von No Game No Life von Director Atsuko Ishizuka und die Sakuga-Animation von One Punch Man und viele andere, was dieses Studio sehr abwechslungsreich und besonders macht, dennoch sind es nur die Director-Animatoren, die von Studio selbst kommen. Ein One Punch Man zum Beispiel wurde zwar im Studio Madhouse produziert, doch wurden viele Animatoren aus Studio Bones ausgeliehen, wodurch sie auch gleich sagen könnten, dieser Anime ist von Studio Bones und Shingo Natsume produziert. Zur Zeit von Maruyama suchten sie talentierte Nachwuchsanimatoren. Nachwuchsanimatoren wie Satoshi Kon 2006, der die Filme Perfect Blue, Paprika, Millennium Actress und Tokyo Godfathers mit ihnen produzierte. Aber jetzt hat man eher das Gefühl, dass sie sich an anderen Anime-Produktionen dranhängen. Aber so schlecht, wie ich es formuliert habe, ist es eigentlich gar nicht. Denn sie bringen meiner Meinung nach immer noch gute Anime-Serien heraus und haben mit dem Anime Death Parade bereits wieder begonnen, eigene Anime zu produzieren.
Dennoch bringen sie sehr viele Anime heraus, wodurch sie auch viele Anime haben, die nicht so gut abschneiden. Das merkt man vor allem an der Platzierung von Madhouse bei der Erfolgsrate ihrer Anime. Zwar sind sie weltweit, was die Verkäufe über 3000 Einheiten pro Anime angeht, auf Platz 6 und sie produzieren am zweitmeisten im Geschäft mit 68 im Zeitraum 2005 bis 2014. Aber schaut man sich die Erfolgsquote jedes Anime an, so sieht man, dass sie mit 20,6% auf Platz 7 der schlechtesten Studios von 2005 bis 2014 sind. Daran sieht man zwar den industriellen Erfolg, aber nicht die Stärke, für die Studio Madhouse steht. Na, Jungs? Kommt jemand mit an die Saftbar? Man sieht also gut den Abstieg des Studios, was Qualität angeht. Vor allem schaut man sich mal die Lizenzeinkäufe der deutschen Publisher dieses Jahres an. Madhouse ist und bleibt weiterhin ein klasse Studio, trotz der eben genannten Punkte, und hoffen wir einfach, dass sie aus den Verlusten stärker hervorgehen werden. Jetzt seid ihr dran, mit mir zu sprechen. Ihr könnt mir gerne folgende Fragen in den Kommentaren beantworten. Ist euch Madhouse namentlich bekannt? Welche Anime des Studios habt ihr gesehen? Welche der Serien ist euer Favorit? Was gefällt euch an den Anime des Studios? Was gefällt euch nicht? Gibt es eine Anime-Umsetzung, die ihr gerne von dem Studio sehen würdet? Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Das Video war wirklich ein Mammutprojekt und ich hoffe, ihr könnt über 1-2 Fehler meinerseits hinwegsehen. Falls ihr euch fragt, was Christians und meine Top 5 aus dem Studio Madhouse sind, müsst ihr euch gedulden, bis dann in 10 Tagen erscheint ein Video rauskommt. Englische Untertitel werden in den nächsten Tagen nachgereicht, falls ihr das Video auch ins Ausland teilen wollt, man weiß ja nie. Falls es euch gefallen hat und ich mehr Studios vorstellen soll, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, abonniert den Kanal, damit sich der Aufwand für uns lohnt und teilt sehr gerne das Video mit euren Freunden. Damit verabschiede ich mich ganz herzlich und ich wünsche euch noch einen tollen letzten Tag im Jahr 2017 und dass ihr alle eure Vorsätze im Jahr 2018 erreicht. Tschüss!